Servus, moin moin und hallo allerseits. Hier sind die BEARS. Der Johnny und ich haben uns aufgemacht, um in den tiefen Osten Deutschlands zu fahren zum Enduro-Action-Team. Hier ist das Vier-Event, das ganze Wochenende, das ganze lange Wochenende. Und hier kann man den ganzen Tag einfach nur wie blöd durchs Gelände fahren. Und das Gelände ist einfach mega nice, Leute. Also wir schauen noch mal. Oh, hier kommt gerade wer. Achtung. Also man ist ja auch ganz nah dran an der Strecke. Und wir schauen uns das mal ein bisschen näher an. Auf geht's. Jetzt haben wir eigentlich schon das meiste vom Event hinter uns und vielleicht können wir mal kurz drüber reden, was hier alles irgendwie Feines zu fahren und zu sehen gab. Ja, wir haben jetzt die 2 Tage hinter uns. Wir hatten gestern einen eher wärmeren Tag, sage ich mal, heute einen leicht feuchten Tag. Vor allem von den Bodenverhältnissen. Ja. Aber es war grundsätzlich richtig spaßig. Also mir hat das unglaublich Laune gemacht, auch wenn ich das Gelände vom letzten Jahr schon kenne. Die Strecken sind wieder anders gewesen und es ist einfach so abwechslungsreich, das Gelände. Es macht einfach super viel Spaß. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr kauft hier ein Ticket und da ist eigentlich alles inklusive. Theoretisch darf man hier auch zelten, wenn nicht gerade irgendein Virus draußen ist, darf man hier auch zelten. Ihr habt Essen mit drin, ihr könnt den ganzen Tag Offroad fahren, ihr könnt die Instruktoren immer fragen. Und ihr habt hier 800.000 Quadratmeter Offroad-Gelände. Und da ist echt alles dabei, Johnny. Vielleicht so ein paar Highlights? Ja, also die großen Highlights sind ja zum Beispiel, wer Enduro-Action-Team kennt, der Splithang, der natürlich auch dabei ist. Müssen wir kurz drüber reden. Ich hasse den Splithang, Alter. Kurz drüber reden. Ich weiß so nicht wie genau, du den mit dem Stinkefinger gezeigt hast. Ich weiß nicht genau, wie hoch der ist, aber der ist einige Meter hoch. Der hat locker 5 Meter. Ja, mehr. Ich denke auch, vielleicht sogar mehr. Und er soll sogar noch ein bisschen steiler sein in diesem Jahr. Ja. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mir die Zähne ausgebissen. Denn einer von den Instruktoren, ich weiß nicht, wer es ist, hat mir den elenden Tipp gegeben. Ja, du darfst vorher kein Gas geben, du musst bis zu einer Stelle davor fahren und ab dann Vollgas. Hat bei mir immer dazu geführt, dass mein Hinterrad ausgebrochen ist und ich nicht genug, ich keinen langen Atem hatte. Ja, du bist halt ins Schlingern gekommen und sobald du ins Schlingern kommst und dann in den Split mit dem Vorderrad kommst, dann fährst du dich sofort fest. Das hat nicht funktioniert. Hat mich fertig gemacht, aber dann nochmal drüber nachgedacht, selber überlegt und dann mit längerem Anlauf und dann ging das halt easy peasy. Wie alles hier eigentlich. Am Anfang macht es einem manchmal ein bisschen Angst, aber wenn man das ein paar Mal gefahren ist... Apropos Angst, die Crossstrecke mit der einen heftigen Abfahrt. Alter, die Crossstrecke, ne? Bei der Crossstrecke, da gibt es halt, also klar, steile Auffahrten und so, aber das sind wir gewohnt. Aber es gibt eine Abfahrt, wo man gefühlt einfach nur Richtung Boden fällt. Ja, du fährst an diese Abfahrt ran und du siehst einfach noch nicht die Strecke darunter. Du siehst nur, dass es darunter geht, aber du siehst noch nicht die Strecke, auf der du fahren sollst. Und du fährst näher ran und du fährst näher ran und du siehst die Strecke wirklich erst, wenn dein Reifen eigentlich schon die Strecke runtergeht. Das ist sowas von steil, das kann man sich nicht vorstellen. Von unten sieht das schon steil aus. Wenn du da oben dann drauf stehst, das ist wie beim Sprungbrett beim Schwimmen, oder? Ja. Wenn du oben drauf stehst, denkst du, fuck, ist das hoch. Ja, beim dritten Mal, dann langsam wird es besser. Ansonsten, wir haben Wasserdurchfahrten, wir haben Single Trails, wir haben ohne Ende Herausforderungen. Man kann hier so einen richtigen Hindernisparcours fahren und sowas. Ohne Ende Herausforderungen, es macht richtig Spaß. Es werden ständig neue Strecken eröffnet. Manchmal müssen sie auch zugemacht werden, weil sie nicht mehr befahrbar sind. Und das Ganze findet auf einem wunderschönen Areal statt, rund um einen alten Baggersee, was wird hier, Basalt oder so abgebaut? Ja, genau. Keine Ahnung, was das ist, irgendein Gestein, was hier abgebaut wurde oder sogar wird. Mit dem See. Aber der See ist natürlich schön, ein bisschen schade, dass man ihn gar nicht so richtig sieht von der Strecke. Man fährt zwar um den See herum, aber eigentlich nimmt man ihn nicht so richtig wahr. Aber es ist einfach trotzdem ein super schönes Gelände. Ich finde es einfach so geil, weil es abwechslungsreich ist. Du hast steinige Auffahrten, die richtig anspruchsvoll sind und auch große Steine drin sind, die auch fest sind oder mal locker sind, alles dabei. Du hast sandige Passagen, also zumindest gestern hatten wir sandige Passagen, heute schlammige Passagen. Du hattest Kiespassagen, du hattest schöne Single Trails durch Wälder. Gestern konnte man noch über eine Wiese fahren, die da heute leider zu matschig war durch den Regen heute Nacht. Aber es ist einfach, das macht es auch aus, finde ich, dieses Event, dass du so ein großes und vor allem so ein abwechslungsreiches Gelände hast.
Genau, also abschließend kann man sagen, das Event lohnt sich auf jeden Fall. Es ist nicht ganz billig, aber ihr kriegt eine Menge dafür. Wie gesagt, sogar feines Essen. Und es ist nichts für richtige Anfänger. Das muss man auch sagen. Dafür wird zu viel vorausgesetzt. Dafür macht man halt keine Einstiegsübungen. Also ich würde sagen, 1-2 Trainings sollte man schon gemacht haben, bevor man hier... Ja, definitiv. Ich würde eher sogar sagen 2-3 Trainings. Wenn du ein einfaches Training gemacht hast und das hier auf dem Gelände war, mag das vielleicht noch sein, dass das funktioniert. Aber ich würde eher sagen, mindestens ein 2-Tagestraining oder sogar 2-3 Trainings wären besser. Du hast es ja selber schon gesagt, als wir hierher gefahren sind, das erste Mal zur Anmeldung. Da fährt man hier nämlich schon ein Teil der Strecke, das ist die offizielle Anfahrt, aber auch das ist schon Schotter und das ist schon hügelig und da kommt, ja genau, da hatten wir schon noch Gepäck dabei und da kommt am Ende dann so eine Auffahrt, die schon nicht ohne ist. Das sind schon ein paar Meter relativ steil nach oben und wenn du als Anfänger hierher kommst, ich glaube, da geht dir schon ordentlich der Kackstift. Ich würde sagen, Johnny, wir knallen uns jetzt noch ein paar Eindrücke hier vom Event. Und wir beide ganz persönlich haben hier ein Feierabendbier und machen für heute Schluss, ne? Genau, wir holen uns noch ein bisschen Musik an und machen uns einen schönen Abend. Alles klar. Viel Spaß. Ciao. Bis bald. Tschö.